Moin liebe Tischtennisfreunde, wir sind wieder back mit einem neuen Video hier bei Ding Dong Ping Pong und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Genau, wir testen nämlich heute den brandneuen Shire 03 Belag, das neue Flaggschiff von Butterfly. Wir werden den vergleichen mit dem Dignix 09C und sind dafür hier bei Ding Dong Ping Pong, weil hier gibt es Spin-Sight und mit Spin-Sight kann man Spin und Tempo genau messen und dann können wir auch mal wirklich schauen, ob wir hier mehr Spin, mehr Tempo oder auch eine bessere Qualität insgesamt rausbekommen aus dem Belag. Genau, let's go! Zu den technischen Details beim Shire 03. Der hat eine Dicke von 2,7 mm, was deutlich dicker ist als die meisten Belege. Man sieht das auch ganz gut. Allerdings ist er trotzdem leichter als zum Beispiel der Dignix 09C, gerade weil das Obergummi, also das schwarze hier bei uns, extrem dünn gehalten ist. Man sieht das auch, das ist sehr komprimiert. Und so können Sie da an Gewicht einsparen. Kostet allerdings auch 89 €. Ist damit der teuerste Belag, der aktuell auf dem Markt ist. Nochmal 10 € teurer als der Dignix. Bin ich gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr bereit seid, das zu bezahlen. So, jetzt habe ich den Shire 03. Jetzt ist die Besonderheit. Wir haben hier Spin-Sight. Wir werden jetzt uns anschauen, wie der Shire 03 im Vergleich zum Dignix 09C performt und haben dann hier auch direkt die Daten, um uns das anzuschauen. Und ich werde jetzt 10 Topspins auf Spin ziehen mit dem Shire 03 und die dann vergleichen mit 10 Topspins auf Spin mit dem Dignix 09C. Mal schauen, was die Werte sagen. Also man kriegt eine Menge Spin rein, das kann ich schon mal sagen. Und ich finde, er fühlt sich eigentlich ganz gut an, wenn man richtig schön auf Spin zieht. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt sehr gut, auf Spin zu ziehen. Ich habe mich sicher gefühlt und ich habe auch, wie man gesehen hat, viel Spin in den Ball reinbekommen. Mal schauen, wie der Dignix 09C dagegen abschneidet. 132. Okay, die Schwankung war größer, muss ich sagen. Beim Shire 03 wusste ich, der Ball wird tief genug einsinken, dass ich den richtig schön treffen kann. Beim Dignix 09C spiele ich manchmal nur das Obergummi, dann rutscht mir der Ball so ein bisschen ab. Das hatte ich beim Shire 03 nicht das Gefühl, dass mir der Ball ein bisschen abrutscht. Sehr interessant. Mal schauen, Yannick, wie du jetzt abschneidest. 138. Jetzt werde ich mit dem Dignix 09C auf Spin ziehen. Viel weniger als du. Scheiße! Aber abseits davon, ich kann konstant meinen Spin reproduzieren. Ich habe auf die Topspins auch keinen Fehler gemacht auf die 10. Das heißt, es fühlt sich alles sehr kontrolliert an, auch wenn jetzt 120 Umdrehungen vielleicht nicht die Welt sind. Mal schauen, wie es mit dem Shire sein wird, ob ich da auch diese Konstanz habe. So, jetzt ziehe ich auf Spin mit dem Shire 03. Mal schauen. Man muss tatsächlich sagen, ich hatte jetzt 5 bis 8 Umdrehungen mehr um den Ball. Das heißt, tatsächlich hat er sich auch beim Topspin etwas spinniger angefühlt. Ich hatte allerdings jetzt auch einen besseren Treffpunkt als vorhin. Also grundsätzlich glaube ich, was den potenziellen Spin angeht für den Otto-Normalverbraucher, nimmt es sich nicht viel zu dem Dignix 09C in Max. Dignix 09C auf Spin. Okay, ungefähr so viel Spin wie bei meiner Vorhand auch. Ungefähr 118, 115 Umdrehungen. Hat sich ganz gut angefühlt. Aber ist ja auch mein Belag. Okay, jetzt kommt der Shire 03 auf Spin. Okay, Rückhanderöffnung hat bei mir ein bisschen schlechter geklappt als bei dem Dignix. Nicht unbedingt, weil weniger Spin reinkam, sondern einfach, weil ich mich nicht so sicher gefühlt habe. Deswegen musste ich ein bisschen kontrollierter ziehen, ein bisschen weniger reinlegen und dadurch kam dann weniger Spin. Der Treffpunkt hat sich aber einen Ticken weicher angehört bei dem Shire 03. So, jetzt teste ich den Dignix 09C auf Spin mit den Spin-Side-Bällen. Mal schauen, wie viel Spin ich reinbekomme. 131 war mein Highscore, sonst so 120, 117, auf jeden Fall weniger als bei meiner Vorhand. Jetzt teste ich den Shire 03 auf Spin. Mal schauen, wie der dagegen abschneidet. Okay, Feedback mit der Rückhand. Sehr kontrolliert, schönes Einsinken, gefällt mir viel besser als der Dignix 09C. Ich mag den Effekt, Katapulteffekt kommt raus. Wenn man den weich trifft, man kriegt auch mehr Spin rein und die Konstanz war auch sehr viel besser. Also ich konnte sicher mit 130 Umdrehungen auf den Tisch ziehen. Ich habe eine schöne Flugkurve in den Ball reinbekommen. Unterschnitt hat mir nicht viel ausgemacht. Hat mir hier wirklich sehr gut gefallen. Jetzt nehmen wir den Dignix 09C als Referenzwert. Ich ziehe jetzt erstmal auf Tempo.
Okay, das waren jetzt immer so um die 50 km/h, 100 Umdrehungen. Bin ich mal gespannt, wie sich das mit dem Sire auswirken wird. Ich muss sagen, hat sich natürlich gut angefühlt, ist mein normaler Belag. Man kann gut nach vorne gehen, hat trotzdem die Kontrolle, hat ein recht direktes Feedback, wie ich finde, bei dem Dicknix. Bin ich mal gespannt. So, jetzt ziehen wir mit dem Sire 03. Mal schauen, wie das wird. Auch erstmal auf Tempo. Ja, jetzt was den Speed angeht, war ganz ähnlich wie bei Lorenz. Das heißt, wenn man auf Tempo zieht, war bei dem Dicknix, hatte ich glaube ich bei jedem Ball 50 km/h. Bei dem Sire hatte ich bei manchen Bällen 58, bei manchen habe ich ihn aber auch gar nicht gut getroffen. Ist ja ein bisschen eingesumpft, das heißt, der katapultiert wirklich nur, wenn man ihn am Sweet Spot trifft. Und da hat sich der Dicknix für mich deutlich konstanter und deutlich direkter angefühlt. Trotzdem habe ich auch gemerkt, dass der Sire, wenn ich ihn gut treffe, dann feuert der da doller raus als beim Dicknix. Dann ist er wirklich nochmal schneller. So, jetzt ziehen wir mit dem Dicknix 09C. Eröffnung auf Unterschnitt auf Tempo. Mal schauen, wie das läuft. Also, wir haben jetzt so 100 bis 110 Umdrehungen gehabt und Tempo waren meistens so 50 bis 55 km/h, also wie bei Vorhand bei mir. Ja, mal schauen, wie es jetzt mit dem Sire wird. Hat sich kontrolliert angefühlt, hat sich gut angefühlt, aber bin ich halt auch gewohnt. So, jetzt mit dem Shire 03 auf Tempo. Das war tatsächlich auch wieder so um die 4-5 km/h schneller. Hat sich aber auch so angefühlt, als ob die Bälle leichter rübergehen. Das heißt, man muss den Schläger schon mehr zumachen. Für die Leute, denen das gefällt, vielleicht ein super Belag. Für mich hat es sich einen Ticken unkontrollierter angefühlt, aber auch irgendwie, ich glaube, so, dass man sich dran gewöhnen kann. Okay, die Grundschläge haben wir durch mit dem Sire 03. Jetzt werde ich noch ein paar Bälle von Yannick bekommen. Und zwar, Yannick wird ein paar Topspins einstreuen, ich werde probieren gegenzuziehen. Okay, das Feeling für die Vorhand, ich fand es ziemlich gut, aber ich musste mich anpassen. Und zwar, wenn Yannick ein bisschen Topspin gespielt hat, man sieht es glaube ich auch gut im Video, musste ich den Schläger schon ganz schön zumachen, mehr als ich gewöhnt bin. Auf Unterschnitt hingegen hat es mir richtig gut gefallen. Da habe ich den Ball schön soft treffen können und ich konnte ganz bewusst variieren. Will ich den ganz gefühlvoll rüberspielen mit ein bisschen mehr Spin? Will ich ein bisschen mehr Tempo machen? Also das gelang mir richtig gut. Was ich auf jeden Fall auch noch gemerkt habe, ist, dass ich gefühlt immer voll nach vorne ziehen kann. Die Schläger muss ich dann so zumachen und dann kann ich aber jeden Ball eigentlich nach vorne ziehen. Das ist schon krass. Wahrscheinlich kommt es durch den dicken Schwamm und den krassen Katapulteffekt. Wenn man das schafft, dass der Ball richtig tief einsinkt, dann kommt halt immer auch eine richtige Granate raus. Aber das muss man erstmal bei jedem Ball schaffen, ohne dass man Kante trifft. Und es funktioniert natürlich auch nur wirklich gut in dem Sweet Spot. Aber der ist schon recht groß bei dem Belag, würde ich sagen. Also man muss jetzt nicht ganz genau achten, dass man ihn immer perfekt auf der Mitte trifft, sondern er verzeiht auch ein paar Fehler, aber klar, man muss richtig doll zumachen und richtig schön nach vorne ziehen. Ja. So, dasselbe machen wir jetzt noch für die Rückhand. Also Yannick streut Bälle ein und ich werde mal mit der Rückhand auf Unterschnitt und auf Überschnitt schön reinziehen. Mal schauen, wie es sich anfühlt. So, bei der Rückhand hat er sich natürlich ähnlich angefühlt. Hätte mich jetzt auch sehr überrascht, wenn es da ganz anders gewesen wäre. Was mir wieder positiv aufgefallen ist, waren die spinnigen Bälle, spinnige Eröffnung. Sehr schön, schönes Gefühl, flach übers Netz. Ich kann selber schön Spin erzeugen. Wenn Yannick aber einen Kick gibt, dann kriege ich den Ball schon sehr schwer runtergedrückt. Also die fliegen mir immer wirklich so ein Stück rüber. Ich probiere da schon anzupassen, aber klar, ich muss den Winkel mehr zumachen. Das wird technisch alles viel anspruchsvoller. Aber wenn man ihn dann auch gut trifft, dann kommt auch wirklich ein schöner Ball raus. Ich glaube, ein paar schöne Bälle mit der Rückhand habt ihr bestimmt dann auch im Video gesehen. Aber ja, die Fehlerquote war mir noch zu hoch. Vor allem war es mir ein Ticken zu unkontrolliert. Wenn Yannick dann wirklich mehr Spin gemacht hat, musste ich schon sehr fein justieren. Und da hatte ich ein bisschen meine Schwierigkeiten. So, ihr Sire-Granaten. Jetzt schauen wir uns natürlich noch das Blockspiel an. Ich werde ein paar Bälle blocken, mal auch einen gegenkicken. So Leute, kommen wir nun zum Fazit zum Block- und Gegentopspin-Spiel. Ich fand ihn super kontrolliert, sehr angenehm. Das heißt, ich hatte den Schläger zwar fast horizontal geschlossen, das musste man auch machen, sonst sind die Bälle konstant rübergegangen. Aber sobald ich leicht rübergegangen bin, kam auch echt viel Qualität raus. Und egal wie viel Qualität Lorenz gespielt hat, es hat sich sehr angenehm angefühlt und sehr einfach angefühlt, das zu retournieren. Ich denke, das hat man ganz gut bei der Rückhand auch gesehen. Egal wie viel Tempo da Lorenz gegeben hat, solange ich gut zum Ball stand, konnte ich den immer ganz entspannt zurückblocken und sogar, wenn ich wollte, noch leicht rübergehen. Was ich auch noch exorbitant gut fand, war
das Pressen. Das heißt, wenn ich den Ball gepresst habe, habe ich wirklich zweimal hintereinander den Ball von Lorenz, der schon mit viel Qualität kam, sehr einfach pressen können. Es hat sich super kontrolliert angefühlt. Man muss sich natürlich daran gewöhnen, dass der Schläger geschlossen sein muss. Aber solange man sich daran hält und bei einer kurzen Bewegung bleibt, ist der Belag echt angenehm für das Blockspiel. Die Beine. So, kommen wir jetzt zu dem Aufschlag-Rückschlag-Spiel. Mal schauen, wie er sich da macht. Ich bin gespannt, ob er zu schnell ist oder ob ich trotzdem ein gutes Gefühl habe. Ich schaue mal, wie er sich an und über dem Tisch anfühlt. Okay, also überm Tisch, muss ich sagen, fühlt er sich für mich ganz gut an. Allerdings muss man sagen, man kriegt unfassbare Qualität auf die Bälle. Also mein Flipball, wenn ich anhacke, es ist sehr viel Qualität drin, aber es ist auch ein Ticken unkontrollierter. Im Vergleich dazu, wenn ich den Dicknick spiele, fällt es mir einen Ticken leichter kurz zu legen. Hier, wenn ich ihn gut treffe, kommt wirklich ein hochqualitativer Kurzleger. Das heißt, der nimmt den Schnitt an, bleibt trotzdem kurz, aber ich muss ihn halt wirklich im Sweet Spot treffen. Und sobald ich ihn nicht perfekt treffe, springt er raus, weil der Belag relativ viel Eigeninitiative mitbringt. Deswegen fand ich überm Tisch vielleicht einen Ticken zu wild für mich. Ich denke, bessere Spieler könnten das noch besser verwerten. Für mich beim Flip war es super angenehm, weil da ist diese Eigeninitiative, diese Power vom Belag ist super angenehm, weil man einfach nach vorne flippen kann alles reinlegen und es kommt enorm viel Qualität auf den Ball. Ich denke, da hat man gerade auch ein paar Bälle ganz gut sehen können. Beim langen Anhacken genau dasselbe. Es kommt viel Qualität im Ball, allerdings geschieht es auch schnell, dass der Ball mal rübergeht. Ich denke, es ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber auch einfach ein sehr hohes Skill-Limit. Jetzt machen wir dasselbe für die Vorhand. Okay, die Erfahrungen aus dem Rückhandbereich bestätigen sich in der Vorhand. Vorhand-Flip fiel mir super leicht. Besser noch als mit dem Dicknicks, muss ich sagen. Da habe ich manchmal das Problem, bei der Vorhand kann ich nicht so viel Handgelenk einsetzen wie bei der Rückhand. Und da ist es wirklich angenehm, dass da so viel Power aus dem Belag rauskommt. Wieder das Problem mit dem Kurzlegen, fiel mir recht schwer, ist oft rausgesprungen. Ich musste wirklich, wenn ich Lorenz Aufstiege kurzlegen wollte, horizontal rangehen. Und dann hat es ein bisschen geklappt. Aber ja, für Anstechen fand ich ihn in der Vorhand auch sehr angenehm. Eine Sache, die auch noch sehr positiv zu erwähnen ist in meinen Augen, ist auf lange Aufschläge. Das heißt, wenn da ein langer Aufschlag mit Unterschnitt kommt oder auch mit Überschnitt, ich konnte super reagieren und den Ball schön weich nach oben ziehen. Und da war es auch egal. Also wenn er da wirklich reingehackt hat, hat sich das echt kontrolliert und einfach angefühlt. Das heißt, auf lange Aufschläge super angenehm, Kurzlegen, etwas Schwierigkeiten, aber Flip auch sehr gut. So, jetzt testen wir, wie sich der Belag beim wichtigsten Schlag im Spiel anfühlt. Und zwar ist es der einzige Schlag, den man komplett frei spielen kann. Das ist nämlich der Aufschlag. Macht man ja in jedem Match, genauso wie der Rückschlag, also sehr wichtig. Ja, ich bin gespannt, ob es sich genauso gut anfühlt wie sonst auch und ob ich schön viel Schnitt reinbekomme. Ob ich den Ball auch kurz bekomme, da habe ich ein bisschen meine Zweifel, weil wie Yannick schon gesagt hat, springen die Bälle ganz gerne länger raus. Okay, ja, die Aufstiege fühlen sich eigentlich gut an. Also ich konnte den Ball auch gut kurz treffen, ich hatte einen ganz guten Touch. Aber das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Bälle doch manchmal rausspringen, das hatte ich auch. Also der Saya 03, der hat schon wirklich eine hohe Eigendynamik, deutlich höher als meiner. Ist schon schwer mit viel Unterschnitt schön kurz den Ball zu spielen, aber ich würde es mir zutrauen. Also das ist auf jeden Fall mit Training machbar. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, damit kann es gar nichts werden, sondern ja, aber ich bräuchte auf jeden Fall Training. Es hat jetzt nicht von Anhieb oder auf Anhieb super geklappt. Trotzdem die ganzen Bewegungen, besonders der lange Kicker, weil der halt so eine schöne Eigendynamik hat, der hat sich sehr gut angefühlt. Der Ball kommt richtig schön aus dem Schläger raus. Ich konnte auch immer schön Schnitt machen beim Aufschlag. Ja, eigentlich hatte ich ein gutes Feeling, aber wie gesagt, die Länge hat noch nicht ganz gestimmt. Beim Rückhandaufschlag hat sich das am ungewohntesten angefühlt. Aber da spiele ich auch was deutlich Weicheres und auch nicht mit so einem dicken Schwamm. So, abschließend wollen wir natürlich noch ein Fazit ziehen. Damit fangen wir erstmal mit den negativen Punkten an. Lorenz, was ist dir da aufgefallen?
Ja, also bei den härteren Bällen, als ich am Anfang probiert habe, härter zu ziehen, da ist mir aufgefallen, es ist ein ganz anderes Feeling. Also der Ball, es ist schwierig da, sein richtiges Potenzial, sein wahres Potenzial vom Belag irgendwie herauszubekommen, weil der Ball einfach nicht so fest, nicht so knallhart rausgeschossen kommt. Man hat immer einen weicheren, einen dumpferen Sound und dadurch fand ich es auch nicht so intuitiv. Also Ja, man hat nicht so dieses direkte Feedback wie beim Dicknicks, dass Ja. du, wenn du den Ball, sagen wir mal, schnell spielst, dass dann dieser feste Sound auch kommt. Das heißt, diesen gewohnten Knall sozusagen, den hat man weniger bei diesem Belag. Nichtsdestotrotz, wir haben es ja an den Geschwindigkeitsbällen gesehen, sie sind nicht unbedingt langsamer. Das heißt, es ist wirklich nur eine Gefühlssache und vielleicht mit Gewöhnung auch dann gar kein Negativpunkt mehr unbedingt. genau, also das glaube ich auf jeden Fall bei dem Belag, wenn man sich daran gewöhnt, dann kann man den da auch bei den harten Bällen perfekt spielen. Im Aufschlag-Rückschlag musste ich mich auch umgewöhnen, da habe ich die anderen Spieleigenschaften am meisten gemerkt, weil mir die Bälle doch auch nicht so direkt auf dem Schläger, oder die Bälle sind nicht so direkt auf den Schläger gekommen. Teilweise auch rausgekickt, beim Flip musste ich ein bisschen was verändern und mehr Flugkurve reingeben. Beim Anstechen habe ich mich auch nicht so sicher gefühlt. Kurzlegen ging ein, zwei Mal ganz gut, aber da habe ich gemerkt, da muss ich schon irgendwie was umstellen. Entweder lockerer lassen, nicht so viel Risiko zu gehen, mehr auf Flugkurve und wenn, dann irgendwie das noch herausfinden. Wie kann ich denn damit so richtig fest nach vorne ziehen, dass auch richtig dieser Wumms rauskommt, was ich beim Dicknicks 09C sehr sicher hinkriege. Ich fand, wenn man angeschupft hat, hat man sehr viel Qualität in den Ball bekommen, aber auch eine relativ hohe Fehlerquote. Wie gesagt, ist halt ein Profibelag, ne? Ja, einen negativen Punkt müssen wir auch noch erwähnen, und zwar den Preis. 89 € ist, finde ich, einfach sehr, sehr viel für einen Belag. Ja. Klar, wir spielen hier das Profi-Equipment, das Beste vom Besten. Wir können die Haltbarkeit jetzt nicht so ganz einschätzen. Klar, es wird gesagt, besser als Dicknicks 09C, aber wie viel besser ist es überhaupt? 89 €, dann haust du einmal den Schläger gegen die Kante. Es ist schon sehr, sehr viel. Ihr müsst auch noch bedenken, bei Andro, Tipa, all den anderen Marken bekommt ihr Rabatt, wenn ihr in den Läden kauft. Das heißt, wenn ihr Vereinsspieler seid, kriegt ihr manchmal 20, manchmal 30% auch auf den Online-Webseiten. Bei Butterfly ist es so, weil die Marge so gering halten, dass man kaum mal 5%, aber in den meisten Fällen gar keinen Rabatt bekommt. Das heißt, 89 € sind wirklich 89 €, die man dann auch bezahlt. Und das ist schon echt ein stolzer Preis. Genau, klar, es ist was komplett anderes und wahrscheinlich werden viele sehr gute Spieler umsteigen. Ob das jetzt ein Belag für die breite Masse ist, durch den Preis, weiß ich nicht, weil dafür sind für mich die Pro-Punkte, die wir jetzt gleich noch erwähnen werden, nicht ausreichend. Yannick, was ist dir denn positiv aufgefallen? Also, wie ich schon im Video erwähnt habe, Block- und Gegen-Topspin-Spiel fand ich genial. Das heißt, da habe ich wirklich super Kontrolle gehabt, konnte genau entscheiden, wo ich den Ball hinspielen möchte. Beim Block musste ich mich gar nicht konzentrieren aufs Blocken. Da hat der Belag die Arbeit gemacht. Das fand ich echt super. Was ist für dich der größte Pluspunkt? Der größte Pluspunkt war für mich diese sicheren Topspins auf Spin. Also wenn ich bewusst probiere, nicht auf Tempo, sondern auf Spin, auf Flugkurve zu gehen, konnte ich Da hast du das... ja auch 140. Ich konnte so viel Spin erzeugen und auch so sicher. Ja. Das war das, was mich beeindruckt hat. Also es war nicht mal ein Topspin, der dann besonders weich war und so viel Spin hatte. Ich konnte 15 Bälle hintereinander sehr sicher mit einer schönen Flugkurve auf den Tisch spielen. Beim Blocken fand ich es auch genial. Also wenn der Ball Belag Power bekommt, dann kann man sehr fein, sehr schön sein Handgelenk einstellen und dann auch tolle Blocks spielen. Man bekommt da auch ein Feedback und man hat nie das Gefühl, dass der Ball ein bisschen versumpft, also ins Netz fällt, sondern der Ball kommt raus durch den Katapulteffekt. Sehr, sehr angenehm. Auch im Gegenziehen fand ich das super, dass man hier kontrolliert spielen konnte und auch da hat man auch gemerkt, 2,7 mm Schwamm reicht oder braucht man bei wirklich vielen Gegentopspins dann auch, weil man dann nicht bis aufs Holz kommt und dann hat man nicht dieses Peng-Geräusch, sondern da spielt man immer noch den ganzen Belag, den ganzen Schwamm. Also Ja. das fand ich da wirklich super und auch beeindruckend. Ja, sehe ich genauso. Eine Sache, was ich auch noch erwähnen wollte, der sinkt halt wirklich immer in den Belag ein, was man sonst hauptsächlich von diesen klebrigen Belegen kennt, dass man diese lange Kontaktzeit hat. Hat man hier auch in gewisser Weise gegeben, weil der Belag halt, dadurch, dass er so einen dicken Schwamm hat, fühlt man den Ball richtig auf den Belag. Das fand ich auch sehr gut. Genau. Noch was mir wirklich auch sehr gut oder was mir positiv aufgefallen ist und wo ich erst ein bisschen Bedenken hatte, ist, dass kein Ball abgerutscht ist. Also wir haben ja nicht mehr diese super klebrige Oberfläche, die man mal ja bewusst so wählt, damit der Ball, auch wenn es mal ein bisschen feucht ist oder so, nicht abrutscht und man immer einen schönen Spin in den Ball reingeben kann. Trotz dieser ein bisschen glatteren Oberfläche, also es ist immer noch super griffig, ne? Aber es klebt halt nicht mehr leicht,
ist kein Ball bei mir abgerutscht. Und die weichen Topspins haben wunderbar funktioniert, weil der Ball gerade nicht abrutscht, sondern weil der Schwamm so gespielt wird und sich der Belag einfach so spielen lässt, wie er sich halt spielt. Also da fand ich es wirklich sehr gut. Ja, also abschließend lässt sich nur noch so sagen, testet ihn, bevor ihr ihn kauft. Es ist ein stolzer Preis und wie gesagt, es ist eher für den Profibereich. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht böse gemeint, aber wenn ihr noch Anfänger oder mittelklassig spielt, ihr braucht euch diesen Belag nicht holen, ihr werdet den nicht kontrollieren können. Steigt lieber auf einen Anfängerbelag um oder ihr könnt euch unsere anderen Videos anschauen. Es gibt etliche solche Belege, die besser geeignet sind und vor allem auch deutlich günstiger sind. Genau, würde ich auch sagen. Also ist ein High-End-Schläger. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo im Shop, dann testet den gerne ausgiebig, lange, macht euch ein Bild dazu und wenn ihr euch den dann doch holen wollt, dann gebt dem Belag auch Zeit, weil es ist schon eine andere Spielweise. Ein paar Schläge muss man verändern und deswegen funktioniert der Belag auch nur mit viel Training, weil man auf jeden Fall sein Spiel verändern muss, um den Belag zu perfektionieren und das gesamte Potenzial rauszuholen. Deswegen aber vielleicht auch interessant zum Ausprobieren für manche. Das war unser Review zu dem neuen Belag. Liebe Grüße nochmal an Ping-Pong-Pioniere und an Ding Dong Ping Pong, dass wir hier testen durften. Like gerne das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Digga, ich komm nicht auf 140, Mann! Ist das krass, Junge, aber deine Fort ist auch crazy. Ist das krass! Junge, aber der dreht sich auch wieder eins.